Ja, servus zurück beim Frankenwerder Löhr, hier oben auf der Brücke über der Südwesttangente, über den Main-Donau-Kanal. Ich habe eine neue Kamera am Start, die halte ich jetzt gerade in der Hand. Bin mal gespannt, was die so taugt, aber ich habe ein sehr gutes Gefühl. Das ist die Insta360 Ace Pro 2. Es gab ja schon das Vorgängermodell, was ja auch schon sehr gut war. Ungefähr ein Jahr her. Jetzt ist die neue da. Ich habe sie zugeschickt bekommen und werde sie jetzt heute mal auf Herz und Nieren prüfen. Ich bin schon richtig aufgeregt, habe schon viele geile Features entdeckt, was man damit machen kann. Das zeige ich alles dann noch im Detail. Aber jetzt geht es erstmal auf die Piste und wir nehmen das Ganze in 8K auf. Auch ein Gamechanger mit 30 FPS, man kann auch 4K mit 60 FPS, aber wir gehen dann später drauf ein. Auf jeden Fall, heute wird mit dem richtig neuen geilen Teil gefilmt und jetzt geht's mal los. Ja, wie die meisten von euch mitbekommen haben, war ich ja in Südostasien, in Singapur und Bali. Bin jetzt wieder zurück für 2 Wochen und dann geht es schon wieder weiter auf eine Insel, ein Inselstaat, ein Land, ja, in dem ich bis jetzt auch noch nicht war. Ist dann, weiß nicht, Land Nummer 42, 43, ich weiß gar nicht, muss mal nachzählen. Und dementsprechend ziehe ich jetzt dieses Video vor, weil das jetzt aktuell sein soll und muss. Und dann kommen die ganzen Videos aus Singapur und Bali. Singapur habe ich leider nur eines machen können, aber Bali kommen einige. Und wenn die dann abgearbeitet sind, hochgeladen sind, dann kommen die Videos von der Insel, von dem neuen Land. Und bis dahin müsst ihr euch noch gedulden. Es dauert jetzt ein paar Wochen bis Monate, ja eher Monate. Und dann danach gucken wir mal, was da noch so mir unter die Räder fällt, wo wir dann noch lang fahren. Auf jeden Fall war das echt ein geiler Trip, war richtig schön. Ich war das letzte Mal vor 27 Jahren in Bali, schon eine Ecke her. Es hat sich ziemlich verändert. Leider war ich nicht überall, aber dazu mehr dann in den Videos. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr vermutet, welches Land ich als nächstes bereisen werde. Was ist dieser ominöse Inselstaat? Ja, ein wunderschöner Tag heute im April im Frankenland. Ich bin hier gerade auf meinem Warm-up-Hügel. Vielleicht erkennt es der eine oder andere, lasst es mich wissen. Vielleicht nicht so einfach zu erraten. Wir fahren jetzt mal da hoch. Da ist schön ruhig, da können wir uns da mal hier die Kamera ein bisschen zur Brust nehmen. Das ganze Ding uns mal genauer anschauen. Aber ich habe jetzt schon mal einen sehr guten Eindruck, fällt mir super gut. Viel besser als die GoPro. Ich denke mal, das wird meine neue zukünftige Vlogging-Action-Kamera, weil die kann einfach alles und noch viel mehr und ist auf voller Augenhöhe mit der GoPro. GoPro ist halt immer so eine Sache, die hat so ihre Macken. Ich meine, Macken haben sie alle. DJI Osmo habe ich auch schon Geschichten gehört und die GoPro halt aus eigener Erfahrung. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, wie es bei der neuen Insta360 sein wird, aber deswegen haben wir sie ja, um sie zu testen. Deswegen werde ich sie die nächsten Videos verwenden. Und dann sehen wir schon, ob es da irgendwelche Querelen gibt oder nicht. Aber so technisch und von den Features her ist es schon mal erste Sahne. So, hier geht es jetzt hoch. Das war zweites Frühstück gerade. Und ich als Veganer auch noch. Und dann schauen wir uns das Ding mal an. Auf geht's, kurzer Tritt nach oben und dann nehmen wir das Ding mal auseinander. So, ich filme jetzt mal mit der X4, mit der Insta360 X4. Dann können wir uns das ganze Teil hier mal genauer anschauen. Hier auf meinem Sattel, so schaut die aus. Ist von der Bauart her ähnlich wie die GoPro, die habe ich ja auch dabei, die können wir ja mal nebenan setzen. Moment, ich hole sie mal raus.
Das ist die GoPro im Vergleich, also von der Größe her nehmen die sich jetzt eigentlich nichts. Die GoPro ist ein Ticken kleiner. Ich habe sie auch vorhin gewogen, ich blende es mal ein. Sie ist auch ein bisschen leichter, da ist jetzt auch der Akku drin. Das waren glaube ich 150 Gramm und die Insta360 Pro S2 waren 180 Gramm, also 30 Gramm mehr. Allerdings lässt sich das auch leicht erklären, weil die Pro Ace, die hat natürlich Sachen, die die GoPro nicht hat, und zwar diesen geilen Display hier, den man nach oben klappen kann. Und zwar hier so. Und dann kann man das Ganze nämlich super als Vlogging-Kamera nehmen. Ich schalte es auch mal ein, dass man das sieht. Und zwar hat man dann hier eben den Display direkt auf einen gerichtet. Hier sieht man mich mit der Insta-X4 und kann dann das Bild dementsprechend ausrichten. Man kann es natürlich auch, wenn jetzt die Sichtverhältnisse ein bisschen schwierig sind, dass man es dann so halb runterklappt. Wenn man jetzt zum Beispiel am Boden entlang filmen will, da kann man sich ja schlecht irgendwie hinter das Display klemmen. Dann kann man das schön nach oben klappen und dementsprechend sehen, was man da filmt. Des Weiteren haben wir hier auch verschiedene Aufnahmemodis. Zum Beispiel, wie gesagt, schon 8K. Moment, wo sind wir hier? 8K mit 30 oder 4K geht, glaube ich, bis 120 sogar. 120 FPS, genau. Man kann auch in Zeitlupe aufnehmen. Das ist allerdings dann nur HDR. Da hat man dann so eine Super Slow Motion. Ja, und dann kann man das Ganze runterbrechen. Also hier, das ist dann diese Super Slow Motion mit 240 FPS oder 200 würden vielleicht auch gehen. Aber ich habe bei der GoPro auch immer 240 eingestellt. Allerdings hat die GoPro diesen Modus in 2,7, hat die jetzt nicht. Das bei 120 Ende. Aber die 1080 mit 240, die reichen auch. Und ja, wie gesagt, das ist schon ein feines Teil. Man kann die Linse hier vorne abnehmen. Ich muss jetzt bloß mal gucken, wie ich das mache, dass jetzt die X4 hier nicht rum da fällt. Und zwar kann man hier das Teil einfach abnehmen, indem man es wegdreht. Also wenn da mal was wäre mit der Linse, hat die Kratzer oder ist trüb oder sonst was, kann man die also austauschen. Wenn ich sie dann irgendwie wieder drauf kriege, zack, genau. Und das ist dieser Windschutz, der ist auch nur drauf geschoben. Ja, den kann man also hier so abnehmen. Ich stehe jetzt hier mitten im Gestrüpp und die Insekten greifen mich an. Hier ist also so ein Schaumstoffschutz innen drin, dass man eben die Windgeräusche vermeidet. Man kann auch mit der Kamera tauchen gehen, bis 12 Meter. Dazu muss man aber diesen Windschutz wegmachen. Da gibt es dann noch ein zweites Teil, das ist in der Verpackung mit drin, was man dann draufsteckt als Unterwasserschutz. Kann man also austauschen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, also begeistert mich. Ich finde es halt geil mit diesem Display hier zum Hochklappen. Ja, da sogar noch die Folie jetzt drauf. Also ganz, ganz neu hier. Kennt ihr das mit der Folie, dass man die immer irgendwie nicht abziehen möchte, weil man dann meint, man macht irgendwie was kaputt oder man möchte es so lange wie möglich schützen. Ich habe da irgendwie auch so einen Tick. Ja, dann fahren wir mal weiter, gucken mal, wie sie noch so aufnimmt. Ich habe jetzt 8K eingestellt, gut, bei YouTube ist jetzt das sowieso nicht relevant, weil YouTube, glaube ich, bloß bis 4K unterstützt und selbst das wird noch mal irgendwie runtergebrochen. Also die Aufnahmen auf YouTube in 4K sehen nie so aus wie im Original. Wenn ihr das dann nochmal am PC anschließt, die Aufnahmen, und euch dort anguckt, dann sind die also von ganz anderer Qualität als auf YouTube. Also YouTube ist da ein bisschen schwach aufgestellt, aber gut, so ist es. Jedenfalls 8K Maximum und das nutzen wir jetzt aus. Weiter geht's. Ja, was ich noch vergessen habe zu zeigen, ja, ist ja auch ein geiles Feature, ist dieser magnetische Adapter hier. Und zwar kann man den für die ganz normalen GoPro-Befestigungsmechanismen verwenden, ist genau dasselbe. Kann man also am Lenker oder unterm Lenker anbringen und hat aber hier die Möglichkeit, das Ganze mittels diesem Magnet einfach zu entfernen. Das sind hier so zwei Nasen zum Reindrücken und dann kommt es hier in diese Rasterung rein. Und der Magnet ist ziemlich stark, muss man mal gucken, dass man es auch trifft. Ja, ist auch eine ziemlich smarte Lösung. Die GoPro hat was Ähnliches. Bei der GoPro, ich packe sie mal schnell aus, die hat ja diese Teile integriert. Bei der sind die hier im Boden einfach so reingeklappt.
Ja, dann kann man also hier so ausklappen, dann hat man eben dieselbe Vorrichtung und hier hat man halt diesen magnetischen Adapter, ist so ähnlich wie dieses Fitlock-System, was ich immer hier auf dem Vorbau verwende. Ich habe ja auf dem Vorbau auch so einen Magnetadapter und dann kann ich da einfach die Kamera schnell mal draufstecken, wieder wegtun. Ist ganz nützlich, wenn man unterwegs ist, schnell mal die Kamera nehmen muss. Da muss man jetzt nicht hinten irgendwie rumfummeln da in der Tasche und gucken, wo ist die denn und wo ist der Knopf und einschalten, sondern man hat es direkt vor sich, drückt schnell drauf, nimmt sie, hat sie in der Hand und kann schnell die Szene einfangen, die man eben filmen möchte. Ist also auch ganz gut. Und für die Autofahrer von uns ist auch nicht schlecht. Das ganze Ding hat eine Dashcam-Funktion. Du kannst das also vorne in die Armaturen reinstellen, musst halt irgendwie befestigen und als Dashcam verwenden. Die alten Aufnahmen werden dann überspielt. Das ist also so eine Schleife, die da läuft. Und hier ist die Einstellung dazu, Dashcam. Also auch richtig geil. Also alles in einem bei dem Teil. Du kannst es als Actioncam verwenden, es macht super Fotoaufnahmen. Du kannst es als Vlogging-Kamera nehmen, als Actionkamera. Du hast ja auch verschiedene Weitwinkel, mega. Also Moment mal, wir fangen mal oben an. Wir haben Action, dann, was haben wir noch? Mega und Ultra und so weiter. Also das ist D-Warp, linear, da könnt ihr euch selber mal schlau machen drüber. Es ist halt dann einfach, ich glaube, das maximale Spektrum sind 157 Grad, die man aufnehmen kann. Also je nach Szene, die man halt braucht, wenn man jetzt vielleicht in der Stadt läuft und irgendwie als Vlogger irgendwie sich selber filmt, ist vielleicht linear am besten, weil man dann da nicht so diese Verzerrung hat, aber wenn man halt einen großen Bildausschnitt zeigen will von irgendwelchen Hochhäusern oder Landschaften, dann kann man da eben ein bisschen mit den Einstellungen spielen, was halt da das Beste für einen ist. Also richtig schön, richtig geil, gefällt mir sehr gut. Ich werde es jetzt mal testen noch weiter hier auf der Fahrt und dann machen wir mal ein Fazit. So, und jetzt werde ich mal das Mikrofon auf Harmonieren prüfen. Wir fahren jetzt hier eine kleine Abfahrt runter, da wird es windig. Da bin ich jetzt mal gespannt, was das Mikro kann. Ich habe ja auch Rauschunterdrückung eingestellt. Mal sehen, ob die auch was kann. Weil hier windet es jetzt schon richtig, also richtig stark. Jetzt habe ich mich gerade verschluckt. Also da bin ich jetzt echt mal gespannt, weil es hat jetzt schon arg gewindet und selbst hier jetzt im Flachen habe ich Gegenwind. Der GoPro wird da gnadenlos versagen. Heftigste Windgeräusche, dass man seine eigene Stimme nicht mehr hört. Und ich habe ja hier Rauschunterdrückung eingestellt, also Windreduzierung oder wie sich das nennt. Und zusätzlich noch diesen Windschutz. Da bin ich jetzt echt mal gespannt im Nachhinein, ob sich das bewährt hat. Also ich habe mir jetzt gerade noch mal die Aufnahme angeguckt und die Audio natürlich mir angehört. Was man halt so jetzt über den Lautsprecher hören konnte, es war eigentlich für mich astrein. Ich habe jetzt da keine Windgeräusche vernommen, von daher sehr gut, Doppelplus. Es ist ja im Prinzip eigentlich nur so ein kleiner Schaumstoff-Einsatz hier hinter diesem Mikrofongehäuse, was man da drauf schiebt. Aber so habe ich das bei meinen alten Kameras auch immer gemacht. Ich habe da ein altes Stück Schwamm genommen, habe das vors Mikro geklemmt, mit dem Gummiband teilweise. Und dann hat es wunderbar funktioniert, da hast du nichts gehört. Und mehr ist es ja eigentlich bei dem Teil ja auch nicht.
Natürlich ist ein externes Mikro bei Weitem besser, weil einfach die Klangqualität schon mal viel anspruchsvoller ist und qualitativ viel höher. Ich werde es auch weiterhin mit einem externen Mikro machen, aber das ist ja mein eigener Qualitätsanspruch. Von daher muss das nicht sein. Wer sich so eine Kamera holt, dem reicht vollkommen hier das interne Mikrofon mit diesem Schutz, aber für meine Zwecke möchte ich dann doch das externe Mikro nicht missen. Hat halt auch einfach den Vorteil, wenn du die Kamera weghältst und nach vorne filmst, dann hast du halt immer noch eine gute Audio und die verändert sich dann nicht, weil das Mikro ja eigentlich immer vor deinem Gesicht ist und immer gleich aufnimmt, als wenn ich jetzt hier nach vorne drehe. Wir können es ja mal machen. Ich weiß nicht, ob sich dann sehr stark verändert, aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt gar nicht geguckt, wo überall Mikrofoneingänge sind, aber ich schätze mal, das ist halt nur das eine hier rechts unten. Und wenn ich das natürlich nach vorne drehe, spreche ich natürlich nicht zum Mikrofon, sondern vom Mikrofon weg. Und von daher ist so ein externes Mikro dann für mich schon nützlicher und für meine Zwecke einfach vorteilhafter. Ein ganz gravierender Pluspunkt von dieser Insta Ace Pro 2 ist, dass sie Nachtaufnahmen kann. Da bin ich jetzt dann auch mal gespannt, das werde ich dann später noch einblenden. Ich warte dann noch, bis dunkel wird und dann gehen wir mal raus in die Dunkelheit, in die Nacht und schauen mal, was das Teil kann, weil alle herkömmlichen Actioncams versagen da reihenweise. Also die DJI Osmo, die kann das nicht, die GoPro kann das nicht. Da siehst du schwarze Fläche mit ein paar Lichtpunkten, kannst voll vergessen. Und wenn du mal was erkennst, dann ist das total grieselig und Bildrauschen. Und das ist hier ganz anders bei der. Die kann das und das ist in meinen Augen auch nochmal ein riesen Gamechanger, dass du nachts oder bei Dämmerung richtig gute Aufnahmen bekommst. Die einzige Kamera, die mir einfällt, die sowas kann, ist die DJI Pocket 1 und Pocket 2. Allerdings sind es keine Actioncams. Das sind diese kleinen, schmalen Kameras von DJI mit so einem Gimbal dran. Sind aber unbrauchbar jetzt für Radfahrvideos. Das ist mehr dafür gedacht, wenn du irgendwo rumläufst und ja, irgendwelche Spaziergänge magst oder Vlogging oder sonst Reisevideos. Dann ist es die Kamera, die sowas dann kann, aber für Action und für Radfahren oder Snowboarden oder was weiß ich, oder Schwimmen oder Bergsteigen, Mountainbiken und du kommst irgendwie in den dunklen Wald, es wird abends Dämmerung, dann ist das die Kamera, die du brauchst. Das ist genau das Teil dann. Und das ist in meinen Augen nochmal ein riesen Pluspunkt, was die Kamera so wertvoll macht. Da kommt also keine andere ran. Und wie gesagt, das testen wir jetzt dann heute noch, kommt dann noch mit rein. Und dann könnt ihr euch mal ein Bild machen. Ich nehme die GoPro gleichzeitig und die Kamera, lasst beide gleichzeitig laufen und dann seht ihr mal den Unterschied. Übrigens, eins habe ich euch noch verschwiegen. Wenn man auf 4K umstellt und maximal 60 FPS, kann man auch zoomen. Und zwar zweifach. Schaut dann so aus. Nicht smooth ranzoomen, sondern einfach mit Doppelklick aufs Display und dann hat man eben den Zweifachausschnitt. Aber immerhin, wenn man irgendwas aus der Ferne filmen will, was man ein bisschen näher ranholen möchte, dann geht es in 4K bis 60 FPS. Ja, dann würde ich sagen, war es das mal hier von diesem schönen sonnigen Tag im April. Der Frühling kommt mit großen Schritten daher. Die Bäume fangen an zu blühen, die Blätter wachsen wieder. Alles wird bunt, die Luft riecht anders. Kennt ihr das, wenn dann der Winter so schwindet und dann die Frühlingsluft kommt? Das ist ein ganz besonderer Moment immer für mich. So als würde die Welt neu erwachen. Also das ist für mich eigentlich immer die schönste Zeit. Es ist nicht zu kalt und nicht zu warm. Eigentlich ziemlich perfekt, leider viel zu kurz.
Egal, jedenfalls war es das, wie gesagt, von der Kameravorstellung. Das wird auf jeden Fall meine nächste Vlogging-Kamera. Ich werde sie benutzen für die nächsten Videos. Euer nächstes Video wird sein aus Singapur. Da habe ich noch die Insta-X4 benutzt, was ja auch eine schöne Kamera ist. Vor allem kann man da schöne 360-Grad-Aufnahmen machen, was man jetzt natürlich mit der nicht kann, aber dafür ist auch nicht vorgesehen. Wenn ihr irgendwas von Insta360 haben wollt oder vielleicht sogar diese Kamera, könnt ihr gerne meinen Link benutzen. Der ist unter dem Video, würde mich freuen. Ansonsten könnt ihr auch irgendwas anderes dort bestellen, das spielt halt auch keine Rolle. Und wer mich auf meinen Reisen etwas begleiten möchte, kann mich gerne auf Instagram abonnieren. Da lade ich dann immer irgendwelche Stories hoch, was ihr so vielleicht dann nicht seht in den Videos. Und auf TikTok treibe ich mich auch noch ein bisschen rum, aber nicht so viel. Von daher sage ich danke fürs Zusehen. Es war's von diesem Video. Oh, auch schön hier. Ja, ist eine schöne Ecke hier, schön ruhig hier, dieses Tal. Ich fahre wieder nach Hause und bereite mich vor für die Reise. Danke fürs Zusehen, wie gesagt, danke, wenn ihr was bestellt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier in diesem Theater. Signing off.